Hallo zusammen! Zunächst einmal möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken. Mein Video über den Golfstrom war sicher keine leichte Kost. Dennoch ist es in den ersten 4 Wochen so häufig angeschaut worden wie kein anderes Video von mir zuvor. Und auch das Tesla-Video wurde positiv aufgenommen. Und dass ich inzwischen so viele neue Abonnenten gewinnen konnte, freut mich natürlich auch. Herzlichen Dank! Ich werde meinem Prinzip treu bleiben und gewissenhaft recherchierte Videos zu den Themen unserer Zeit online stellen. Dabei versuche ich neutral zu bleiben. Das folgende Video beschäftigt sich mit dem CO2-Fußabdruck von jedem von uns. Es bietet eine Rechenanleitung für Interessierte, die wissen wollen, wie man die einzelnen Bereiche Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum berechnet. Es ist erstaunlich viel, was jeder von uns tun kann. Das interessiert euch? Dann bleibt gerne dran. Wie bereits erwähnt, werde ich euch anhand der Bereiche Ernährung, Konsum, Mobilität und Wohnen erklären, wie ihr euren persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln könnt. Notiert euch einfach die wesentlichen Zahlen und übertragt sie auf eure Situation. Fangen wir mit der Ernährung an. Wenn ihr nur Lebensmittel kauft, die in eurer Region angebaut und zur jeweiligen Jahreszeit geerntet werden, auf Fleisch verzichtet und ausschließlich Leitungswasser trinkt, dann seid ihr mit 600 Kilogramm CO2 dabei. Wollt ihr auch andere Lebensmittel essen, die von weit her transportiert werden müssen? Meine Eltern nannten sie Kolonialwaren. Dann schätzt einfach, wie viel Prozent der von euch verzehrten Lebensmittel das sind. Sind es nur 10%, addiert ihr 80 Kilogramm. Sind es 100%, addiert ihr 800 Kilogramm CO2. Ihr esst regelmäßig Fleisch. Wie viel Kilogramm pro Woche sind das? Durchschnittlich 1 Kilogramm pro Woche Wurst und Fleisch gehen mit zusätzlich 500 Kilogramm aufs persönliche Konto. Und dann kommen noch Säfte, Limonaden und alkoholische Getränke. Hier seid ihr mit 200 bis 300 Kilogramm zusätzlich dabei. In Summe werden die meisten von euch so auf rund 1500 Kilogramm CO2 kommen. Da könnt ihr durch bewusste Ernährung locker 500 Kilo sparen. Beim Konsum sind natürlich nur die Dinge zu berücksichtigen, die nicht der Ernährung, der Mobilität oder dem Wohnen dienen. Ich habe hier beispielhaft elektronische Geräte und Kleidung ausgewählt. So bin ich zu der Faustformel gekommen, dass 4 Euro Konsum zu ca. 1 Kilogramm CO2 führen. Wer genauer rechnen möchte, dividiert bei teuren Anschaffungen den Preis durch die Nutzungsdauer und legt die CO2-Belastung auf mehrere Jahre um. Auch zum Konsum zählt die energieintensive Nutzung des Internets. 1 Stunde Streaming erzeugt 100 Gramm CO2. Google, Spotify, Netflix und Co. solltet ihr mit 200 Kilogramm CO2 pro Jahr einrechnen, wenn ihr sie intensiv nutzt. So schlägt die Elektronik schnell mit 500 bis 600 Kilogramm zu Buche. Für Kleidung habe ich 200 bis 300 Kilogramm gerechnet, den Rest machen wir pauschal. Kosmetik, Küchenutensilien, Möbel, Einrichtungsgegenstände und vieles mehr habe ich mit monatlich 300 Euro angesetzt. Das sind dann 3.600 Euro im Jahr oder 900 Kilogramm. So kommen auch beim Konsum 1.700 Kilogramm CO2 zusammen und ihr werdet mir recht geben, dass man auch hier 500 Kilogramm sparen könnte. Für Mobilität und Wohnen müssen wir die Klimabelastung von Strom ermitteln.
Deshalb klären wir jetzt erst einmal die Frage, welchen CO2-Ausstoß eine Kilowattstunde Strom verursacht. So sah der Strommix 2019 aus, in Summe 517 Terawattstunden, die öffentlich bereitgestellt wurden. Bis 2030 hat sich die Bundesregierung einen massiven Ausbau der Erneuerbaren, eine Verdoppelung von Windkraft und Photovoltaik vorgenommen. Und der Strombedarf wird steigen. Ich habe 600 Terawattstunden unterstellt und war bei der Windkraft etwas vorsichtiger, habe dafür die Photovoltaik um 150% gesteigert. So kämen wir zu einer Halbierung des Kohlestroms. Kernkraft gibt es 2030 ja nicht mehr, bräuchten aber einen Zubau von Gaskraftwerken. Der Anteil klimaneutralen Stroms steigt von 60 auf 72,5%. Den Strommix von 2019 und 2030 habe ich dann mit den spezifischen CO2-Emissionen gewichtet und habe die beiden Ergebnisse gemittelt. Ich habe damit unterstellt, dass eine Wärmepumpe oder ein E-Auto, das heute angeschafft wird, auch 2030 noch seinen Dienst tut. Mit diesen 295 Gramm CO2 pro Kilowattstunde habe ich im Folgenden gerechnet. Eine Einschränkung muss ich allerdings noch machen. Bisher habe ich die CO2-Emissionen der gesamten Produktionskette, vom Rohstoff und allen Transporten bis zum Verkauf bei uns gerechnet. Well to User, W2U nenne ich das. Bei den fossilen Brennstoffen bin ich noch nicht so weit. Warum ist das so? Hier ein Beispiel. Im Juli dieses Jahres wurde in Science und Engineering eine Studie von Robert Howard und Mark Jacobson veröffentlicht, die mit Blick auf blauen Wasserstoff darauf verweist, dass 3,5% des geförderten Erdgases vor Ankunft beim Nutzer aufgrund diverser Undichtigkeiten bei Förderung in Verdichterstationen und Pipelines in die Atmosphäre entweichen. Erdgas ist im Prinzip Methan und Methan hat auf 20 Jahre bezogen, verglichen mit Kohlendioxid, das 84-fache Treibhauspotenzial. Damit wäre Erdgas mehr als 3-mal so klimaschädlich wie Kohle. Meine Anfrage beim Umweltbundesamt zu diesem Thema wurde wie folgt beantwortet. Gesamtheitliche Betrachtungen, das heißt die Zuordnung aller Emissionen inklusive Vorketten auf einzelne Produkte, sind extrem aufwendig. Das ist etwas, was in größeren Studien oder Forschungsvorhaben versucht wird. Die Ergebnisse sind aber, nicht zuletzt aufgrund der komplexen globalen Warenströme und langen Vorketten, eher Schätzungen. Daher sind viele dieser Studien untereinander auch nicht direkt vergleichbar. Die Diskussion ist für mich damit noch nicht beendet. Können bei politischen Entscheidungen solche wesentlichen Aspekte ausgeblendet werden? Da ergibt sich Stoff für ein eigenes Video. Deshalb seht mir bitte nach, dass ich die W2U-Betrachtung auf fossile Brennstoffe in diesem Video noch nicht anwenden kann. Kommen wir zur Mobilität. Hier habe ich Verbrenner und E-Auto, den öffentlichen Personennahverkehr, den Bahnfernverkehr und das Fliegen berechnet. Beim Verbrenner bin ich von einem Durchschnittsverbrauch von 6 Litern Diesel oder 7 Litern Benzin ausgegangen, macht 16 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Beim E-Auto habe ich gemäß eigener Erfahrungen 20 Kilowattstunden inklusive Ladeverluste genommen, macht 5,9 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Weitere Parameter sind 15 Jahre Nutzung, 15.000 Kilometer im Jahr bei durchschnittlich 1,5 Passagieren. Natürlich rechne ich auch die CO2-Emissionen der Fahrzeugherstellung mit ein, verteile diese auf 15 Jahre und addiere dann den Betrieb dazu. Das Ganze durch 1,5 Passagiere geteilt ergibt beim Verbrenner 1800 Kilogramm CO2 pro Jahr. Beim E-Auto bin ich von einem Akku
mit brutto 82 Kilowattstunden Kapazität ausgegangen. Ansonsten habe ich dieselbe Systematik angewandt, macht 950 Kilogramm CO2 pro Jahr. Falls euch das zu kompliziert ist, rechnet einfach eure Jahreskilometerleistung, teilt sie durch 100 und multipliziert sie mit 12 Kilogramm CO2 beim Verbrenner bzw. 6,3 Kilogramm CO2 beim E-Auto. Der ÖPNV bringt es auf 6 Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer. Die vielen Dieselbusse sind hier die Treiber. Der elektrifizierte Bahnverkehr schlägt dagegen nur mit 3,5 Kilogramm pro 100 Kilometer zu Buche und die Flugzeuge belasten das Klima mit 26,7 Kilogramm CO2 pro 100 Personenkilometer. 15.000 Kilometer mit dem Verbrenner, ein Türkeiflug im Sommer und täglich 18 Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so ergeben sich 3.500 Kilogramm CO2 für die Mobilität. Alleine mit dem E-Auto spart man schon 850 Kilogramm, da sollte die Ausschöpfung von 1.000 Kilogramm CO2-Potenzial kein Problem sein. Hier noch ein kleiner Exkurs zum Thema Well-to-User. Ich habe die Bewertung der Prozesskette Erdöl-Kraftstoff bereits abgeschätzt und komme auf 0,44 Kilogramm CO2 plus 1,6 Kilowattstunden Strom, die man auf jeden Liter Diesel, Benzin oder Kerosin aufschlagen müsste. Es gibt noch weitergehende Aussagen, die ich nicht kommentieren möchte. Aber ich habe meine eigenen Werte mal übertragen und komme auf 700 Kilogramm mehr für 15.000 Kilometer im Verbrenner und 270 Kilogramm mehr für den Türkeiflug. Zusammen fast eine Tonne. Nächstes Kapitel Wohnen. Hier habe ich Öl- und Gasheizung mit dem Einsatz einer Wärmepumpe verglichen und dann noch den Stromverbrauch für einen 3-Personen-Haushalt ermittelt. Alle sonstigen Angaben beziehen sich auf eine 100 Quadratmeter Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Natürlich solltet ihr hier eure eigenen Verbräuche nehmen. Die Kilogramm CO2 pro Energieträger sind jeweils eingeblendet. Natürlich muss auch der CO2-Ausstoß, der beim Bau des Hauses angefallen ist, berücksichtigt werden. In diesem Fall sind das 1000 Kilogramm CO2 pro Jahr bei 70-jähriger Nutzung des Hauses. Bei der Gesamtsumme habe ich den Wert zwischen Öl- und Gasheizung gelegt. Das Potenzial läge dann bei 700 Kilogramm CO2 pro Person und Jahr. Fassen wir das Ganze zusammen und listen hier noch einmal alle Werte im Überblick auf. In Summe ergeben sich 8,5 Tonnen CO2 und das Potenzial, das ihr ganz persönlich durch eure Entscheidungen ausschöpfen könnt, summiert sich immerhin auf 2,7 Tonnen CO2 für jeden einzelnen von euch. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, das ist gar nicht so schwer. So, das war's zum Thema persönlicher CO2-Fußabdruck. Ich hoffe, es ist mir gelungen, eine neutrale Rechenanleitung zu liefern, die jeder für seine ganz persönliche Situation anwenden kann. Wenn ihr daraus Konsequenzen ableitet, die ihr dann auch befolgt, wäre das ein guter erster Schritt. Bitte teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten eine gute Zeit, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ade.